Daniel, was liest du da? Das hier, das ist das neue Buch von Like Germans zum Deutschlernen. Das heißt German Easy Reader for Beginners. Neues Buch? Und was steht da drin? Das Buch besteht aus 25 Kurzgeschichten, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Die Geschichten sind ähnlich aufgebaut wie unsere Videos. Zu jeder Geschichte bekommt ihr eine Zusammenfassung, eine Vokabelliste mit Übersetzungen der schwierigsten Wörter auf Englisch und außerdem ein Quiz, mit dem ihr überprüfen könnt, ob ihr alles verstanden habt. Also Leute, das ist unser neues Buch German Easy Reader for Beginners. Wenn euch unsere Videos schon auf diesem Kanal gefallen, dann werdet ihr es lieben. Ihr könnt es ganz einfach bei Amazon bestellen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Auf geht's! Ich habe in den letzten 4 Wochen insgesamt 10 Kilo zugenommen. Deshalb bin ich zu einem Ernährungsberater gegangen. Ich habe in den letzten 4 Wochen insgesamt 10 Kilo zugenommen. Deshalb bin ich zu einem Ernährungsberater gegangen. Er hat mir ein paar Tipps gegeben, wie ich wieder abnehmen kann. Er hat mir ein paar Tipps gegeben, wie ich wieder abnehmen kann. Es ist vor allem wichtig, dass Sie abends auf Kohlenhydrate verzichten. Wenn Sie Brot oder Nudeln essen, dann lieber am Mittag. Verstanden? Es ist vor allem wichtig, dass Sie abends auf Kohlenhydrate verzichten. Wenn Sie Brot oder Nudeln essen, dann lieber am Mittag. Verstanden? Ja, Herr Dünn, ich werde abends keine Kohlenhydrate mehr essen. Was ist mit Wein? Der hat doch auch keine Kohlenhydrate, oder? Ja, Herr Dünn, ich werde abends keine Kohlenhydrate mehr essen. Was ist mit Wein? Der hat doch keine Kohlenhydrate, oder? Leider schon. Wein hat immer einen gewissen Anteil an Zucker. Außerdem sollten Sie generell auf Alkohol verzichten. Der schadet nur Ihrer Diät. Leider schon. Wein hat immer einen gewissen Anteil an Zucker. Außerdem sollten Sie generell auf Alkohol verzichten. Der schadet nur Ihrer Diät. Verstanden. Wie lange muss ich meine Ernährung denn umstellen, damit ich 10 Kilo wieder verliere? Verstanden. Wie lange muss ich meine Ernährung denn umstellen, damit ich 10 Kilo wieder verliere? Ich würde vorschlagen, dass Sie sich erst einmal für 4 Wochen an unseren Plan halten. Dann schauen wir weiter. Ich würde vorschlagen, dass Sie sich erst einmal für 4 Wochen an unseren Plan halten. Danach schauen wir weiter. Alles klar, das werde ich machen. Ich glaube aber, dass es nicht einfach wird. Ich muss auf sehr viel verzichten. Alles klar, das werde ich machen. Ich glaube aber, dass es nicht einfach wird. Ich muss auf sehr viel verzichten. Am Anfang ja, aber die Ergebnisse werden Sie beeindrucken. Da bin ich mir sicher. Nach einem Monat können Sie auch wieder etwas Wein trinken und mehr essen. Das verspreche ich Ihnen. Am Anfang ja, aber die Ergebnisse werden Sie beeindrucken. Da bin ich mir sicher. Nach einem Monat können Sie auch wieder etwas Wein trinken und mehr essen. Das verspreche ich Ihnen. Ich vertraue Ihnen, Herr Dünn. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Ich vertraue Ihnen, Herr Dünn. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Bis dahin, Herr Scholz, viel Erfolg mit der Diät. Bis dahin, Herr Scholz, viel Erfolg mit der Diät. 4 Wochen später. 4 Wochen später.
Es sind jetzt 4 Wochen seit meiner Diät vergangen. Ich habe mich noch nicht auf die Waage gestellt. Es sind jetzt 4 Wochen seit meiner Diät vergangen. Ich habe mich noch nicht auf die Waage gestellt. Ich bin sehr gespannt, ob ich die 10 Kilo tatsächlich wieder abgenommen habe. Ich bin sehr gespannt, ob ich die 10 Kilo tatsächlich wieder abgenommen habe. Ich werde mich jetzt wiegen und erfahren, ob die Diät etwas gebracht hat. Ich werde mich jetzt wiegen und erfahren, ob die Diät etwas gebracht hat. Ich habe 3 Kilo abgenommen. Das ist gut, aber ich habe mir mehr erhofft. Ich habe 3 Kilo abgenommen. Das ist gut, aber ich habe mir mehr erhofft. Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht, aber ich habe mich eigentlich an den Plan gehalten. Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht, aber ich habe mich eigentlich an den Plan gehalten. Oh, mein Handy klingelt, da sollte ich rangehen. Oh, mein Handy klingelt, da sollte ich rangehen. Hallo Herr Dünn, was für ein Zufall, dass Sie anrufen. Ich habe mich gerade gewogen. Ich habe aber nur 3 Kilo abgenommen. Hallo Herr Dünn, was für ein Zufall, dass Sie anrufen. Ich habe mich gerade gewogen. Ich habe aber nur 3 Kilo abgenommen. Oh, das ist aber eigenartig. Haben Sie sich an den Ernährungsplan gehalten? Oh, das ist aber eigenartig. Haben Sie sich an den Ernährungsplan gehalten? Ja, eigentlich schon. Ich habe alle Regeln befolgt. Ja, eigentlich schon. Ich habe alle Regeln befolgt. Dann müssten Sie laut meiner Erfahrung aber 7 bis 10 Kilo abgenommen haben. Sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie alle meine Ratschläge befolgt haben? Dann müssten Sie laut meiner Erfahrung aber 7 bis 10 Kilo abgenommen haben. Sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie alle meine Ratschläge befolgt haben? Oh Mist, ich habe des Öfteren abends Wein getrunken. Das hätte ich nicht machen sollen, richtig? Oh Mist, ich habe des Öfteren abends Wein getrunken. Das hätte ich nicht machen sollen, richtig? In der Tat, Wein hat zu viel Zucker. Es ist aber schon ein gutes Zeichen, dass Sie trotzdem abgenommen haben. In der Tat, Wein hat zu viel Zucker. Es ist aber schon ein gutes Zeichen, dass Sie trotzdem abgenommen haben. Also bin ich auf einem guten Weg? Auf jeden Fall. Sie müssen nur noch den Wein weglassen. Dann werden Sie um einiges schneller abnehmen. Das garantiere ich Ihnen. Auf jeden Fall. Sie müssen nur noch den Wein weglassen. Dann werden Sie um einiges schneller abnehmen. Das garantiere ich Ihnen. Dann mache ich das. Wie lange soll ich die Diät noch machen, Herr Dünn? Dann mache ich das. Wie lange soll ich die Diät noch machen, Herr Dünn? Ich würde sagen, dass wir in 2 Wochen miteinander sprechen und uns gemeinsam die Ergebnisse anschauen. Wie klingt das? Ich würde sagen, dass wir in 2 Wochen miteinander sprechen und uns gemeinsam die Ergebnisse anschauen. Wie klingt das? Das klingt perfekt. Bis in 2 Wochen, Herr Dünn. Vielen Dank noch einmal. Das klingt perfekt. Bis in 2 Wochen, Herr Dünn. Vielen Dank noch einmal. Bis in 2 Wochen, Herr Schulze. Ich bin stolz auf Sie. Bis in 2 Wochen, Herr Schulze. Ich bin stolz auf Sie. Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei. Dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen.
Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's!